In meinem Beitrag diese Woche gibt es eine weitere Premiere. Erstmals möchte ich euch mal ein Nullspiel präsentieren. Genauer gesagt sogar ein Nullouvert. Und ja, da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie lange ihr braucht, um da die richtige Lösung zu finden. Hier habe ich die Verteilung schon mal vorbereitet. Der Alleinspieler sitzt in Hinterhand und hat Nullouvert hingelegt mit Herz dicht, Kreuz dicht, Karo dicht. Die einzige Schwäche ist Pik 8 und 10. Ihr seid in Mittelhand, schaut auf diese Karten und euer Partner in Vorhand öffnete das Spiel mit der Herz 10. Ihr müsst natürlich mit dem Herz Buben bedienen und auch der Alleinspieler muss bedienen. Nun seid ihr am Zug und steht also vor der Aufgabe, mit eurem Pik Ass Dame 7 die Stellung Pik 8 und 10 zu knacken. Und ich sag mal so, Tick-Tack, die Uhr läuft, legt los. Da bin ich zurück und hoffe, ihr habt euch in die Verteilung mal ein bisschen eingearbeitet. Wenn nicht, drückt ruhig nochmal Pause und denkt euch da mal ein bisschen rein, denn da ist im Prinzip ein Tick mehr dran, als vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich. Ich schilder einmal ganz kurz, was hier am Tisch passierte. Der Spieler in Mittelhand guckte sich durchaus die Position ein bisschen an und fasste dann folgenden Plan. Er zog Pik Ass, der Alleinspieler bediente mit der 10, sein Partner musste den Buben legen und nun spielte er die 7, es fiel die 8 und tatsächlich, wenn nun 2 Pik gedrückt worden wären, dann hätte sein Partner gar keinen Pik mehr gehabt und das Spiel wäre verloren gewesen. Tatsächlich fiel jetzt aber hier noch die Pik 9 und so wurde der Nullouvert gewonnen. Also, Mittelhand hatte einen Plan, es war hier nicht der richtige und es war auch erkennbar nicht der richtige. Habt ihr eine Idee wieso? Habt ihr eine bessere Möglichkeit gefunden? Lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Was wäre die richtige Karte aus Mittelhand gewesen? Es ist tatsächlich die Pik 7. Was wäre passiert? Der Alleinspieler muss übernehmen und der Partner in Hinterhand kommt mit einem Pik-Bild ans Spiel und kann nun seinerseits, das ist hier der springende Punkt, noch zweimal Herz spielen, auf die der Spieler in Mittelhand hier in die Rolle desjenigen schlüpft, der Pik-Karten abschmeißt. Pik Dame und Ass wird abgeschmissen. Der Alleinspieler muss 7 und 8 bedienen und dann kommt im 5. Stich die Pik 9, die dann die niedrigste im Spiel befindliche Pik-Karte ist und schlägt den Nullouvert auf der Pik 10. Warum war es jetzt nicht so eine gute Idee, hier von oben zu spielen und auf die 2 Piken im Skat zu vertrauen? Das konnte an sich deswegen nicht funktionieren, weil der Spieler in Vorhand dann eine blanke Pik-Karte gehabt hätte, die er wohl auch direkt ausgespielt hätte. Und dann wäre das Spiel schon im 2. Stich mit der Pik 7 erledigt gewesen. Da der Spieler in Vorhand, der Partner, die Übergabe in Herz gesucht hat, hat sich im Umkehrschluss schon wieder zwingend ergeben, dass er den Pik nicht blank haben kann, dass also nicht 2 Pik gedrückt sein konnten und deswegen führte hier nur die Pik 7 zum Erfolg. Zweite Frage, so kompliziert ist der Weg ja nun doch nicht, warum wurde der hier übersehen? Sehe ich nicht das erste Mal, dass dieser Weg übersehen wird. Es ist wohl hier dieses typische Denkmuster, in dem wir alle verhaftet sind, wenn wir gegen ein Null oder Nullouvert sogar antreten und selber die lange Farbe mit der 7 haben, dann suchen wir, wie es ja auch üblicherweise zum Erfolg führt, wir suchen die Abwürfe, die wir unserem Partner noch ermöglichen können und treten dann selber an, letztlich um mit der Pik 7 das Spiel zu schlagen. Das funktioniert hier deswegen nicht, weil wir gar keine Abwürfe unserem Partner ermöglichen können. Dann muss man eben aus dieser Denkschablone einmal raus und erkennen, Pik 8 und 10 in Mittelhand, das können wir auch noch angreifen durch das Vorspielen der 7. Diese Woche geht mein besonderer Dank an Uwe Fug, der nämlich die Verteilung eingereicht hat. Uwe, super Geschichte, war eine knifflige Situation und war mehr dran, als wir zunächst beide vermutet haben. Toi, toi, toi. Der Aufruf geht natürlich an alle da draußen. Wenn auch ihr eure Verteilung hier mal diskutiert haben wollt, wenn ihr was Spannendes, was Kniffliges, was Lehrreiches gesehen habt, und das kommt ja beim Skat nun oft genug vor, schickt mir das gerne mal rüber und ich schaue mal, ob sich daraus ein Video zaubern lässt. Ansonsten abschließend mein üblicher Appell, wenn ihr es nicht schon getan habt, ich freue mich immer, wenn ihr dem Kanal hier ein Abo gebt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und dann seid ihr nächste Woche mit Sicherheit wieder dabei.